Hallo ihr Lieben, willkommen zurück, willkommen zu Elianas Reise. Im letzten Kapitel haben wir Davids Frau Natalie kennengelernt, die ein Kind erwartet um die Weihnachtszeit und die außerdem die Mutter von Sindra ist. Ihr erinnert euch vielleicht an Sindra, das ist das Mädchen mit dem Teddybär. Eliana wird von 3 Zivilschützern festgenommen. Sie wird erkannt bei einer Razzia und sie lässt den Teddybär für Natalie da, für das ungeborene Kind, währenddessen Natalie sich im Bett versteckt und eine schwere ansteckende Krankheit vorschützt, sodass niemand auf die Idee kommt, sie zu untersuchen. An der Stelle geht es dann weiter mit dem nächsten Kapitel. 14. Kapitel Beruf und Berufung. Eliana sah sich in dem kleinen Besprechungsraum um, in den man sie geführt hatte. Weiße Wände, weiße Möbel, graue, einfache Stühle und die Wand zierte ein Bild, das seinen Inhalt erst zu erkennen gab, wenn man es eine Weile betrachtete. Es zeigte Menschen, die offenbar irgendetwas ernteten, von einem kaleidoskopartigen Hintergrund, in dessen farblich abgesetztem Mosaik man bald ein stilisiertes Huhn, ein Schaf, das Gesicht eines Hundes, vielerlei Vögel und so manches andere Tier erkennen konnte. Schaute man aus einiger Entfernung darauf, dann sah man, dass die abgebildeten Menschen sich innerhalb eines Yin-Yang-Gebildes befanden, welches auch, wenn auch stark entfremdet und nur mit etwas Fantasie erkennbar, ein Kreuz und einen Halbmond enthielten. Religiöse Symbole im städtischen Klinikum? Eliana hätte alles erwartet, nur nicht das. Sie nahm am Tisch Platz, auf dem Kaffee, Wasser und Saft bereit standen, nebst einem Teller mit Keksen. Sie schenkte sich einen Saft ein und probierte einen der Kekse. Die Gemeinschaft backt besser, stellte sie fest, aber die Leute hier hatten sicher andere Aufgaben als Kekse zu backen, und sie hatte schon schlechtere gekostet. Ein Mann, etwa Mitte 40, mit leicht ergrautem kurzen Haar, betrat den Raum. Er trug einen weißen Kittel und eine weiße Hose. Eine Brille mit silbrigem Metallrahmen ließ seine stahlblauen Augen gut zur Geltung kommen. Sein markantes Kinn war perfekt rasiert, und er trug einen Herrenduft, der Eliana sofort auffiel. »Guten Morgen, ich bin Chuck«, stellte er sich vor und reichte Eliana die Hand. »Eliana«, sagte Eliana und ergriff seine Hand. »Nehmen wir doch Platz«, sagte Chuck freundlich, und sie setzten sich an den Tisch. Chuck legte ein Kommi auf den Tisch und aktivierte es. Dann sah er Eliana stirnrunzelnd an. »Wieder so einer«, sagte er kopfschüttelnd. »Von 10 Bestellungen an Klonland 3 haben wir nur 2-mal einen Klon nach Wunsch bekommen.« Eliana schwieg. Sie wollte auf gar keinen Fall ein Unheil heraufbeschwören. Sie nippte an ihrem Saftglas und signalisierte Aufmerksamkeit. »Ich habe hier deinen Genabgleich«, sagte Chuck. »Eigentlich haben wir Anweisung, alle illegalen Kinder an Mina Martis weiterzuleiten. Aber...« »Wer oder was ist Mina Martis?«, fragte Eliana. »Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen.« »Eine Bergbaufirma, die eine Marsstation betreibt«, antwortete Chuck. »Sie zahlen gut für geeignetes Personal, und das meiste brauchen sie für die Arbeit vor Ort.« »Das heißt auf dem Mars?«, fragte Eliana. »Ja«, antwortete Chuck. »Lass dir das System mal bei Gelegenheit erklären. Wir machen mal eben weiter mit deinen Personalien.« Chuck schob Eliana den Teller mit den Keksen näher hin. »Die sind alle für dich«, sagte er. Dann fuhr er mit dem Personalgespräch fort. »Ich bin hier verantwortlich für das Personalwesen«, erklärte Chuck. »Und wenn du Fragen hast, komm gerne jederzeit auf mich zu.« »Danke«, sagte Eliana. »Da du nun nicht der erhoffte Medizinerklon bist«, fuhr Chuck fort, »muss ich dich erst einmal fragen, ob du denn Ärztin werden möchtest.« Eliana schüttelte den Kopf.
Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter motiviert und kompetent sind, erklärte Chuck. Wir haben eine große Verantwortung gegenüber unseren Patienten. Das kann ich gut verstehen, stimmte Eliana zu. Eine gute Buchhalterin wäre ich bestimmt auch nicht, sagte sie vorsichtig. Chuck lachte. Unsere Buchhalter sind gechippte Neutroklone und Roboter. Wir haben mit Menschen einfach zu viele schlechte Erfahrungen gemacht. Chuck sah sie gütig an. Vor der Buchhaltung brauchst du keine Angst zu haben. Eliana hatte von Neutroklonen gehört. Das waren geschlechtslose Menschen, die im Labor produziert wurden, allerdings nicht in Klonland 3, sondern in speziellen Instituten. Sie hatte keine Ahnung, wie sie gelangen, und sie konnte sich auch nicht besinnen, jemals vorher welche gesehen zu haben. »Können eure Roboter singen?« fragte Eliana. Chuck lachte. »Nein, nein«, rief er aus. »Aber jetzt, wo du es sagst«, erinnerte er sich, die alten Robbie-Modelle hatten noch Unterhaltungsfunktionen und schon möglich, dass sie auch singen konnten. Aber die neuesten sind reine Arbeitsroboter. Sie müssen auch nicht mehr raus zum Sonne tanken, sondern haben abnehmbare Solarakkus, die man einfach wechseln und aufladen kann, sowohl in der Sonne als auch an der Steckdose. »Interessant«, sagte Eliana. Von dem Solby wollte sie lieber nichts erzählen. Wer weiß, ob man ihn dann nicht suchen und konfiszieren würde, gerade jetzt, wo er so viele neue Freunde gefunden hatte. »Also, junge Dame«, griff Chuck den Faden wieder auf, »was kannst du denn und was interessiert dich?« Meinte Eliana, »ich kann mich da gar nicht so festlegen. Ich will alles wissen und irgendwann einmal Lehrerin werden und das Wissen weitergeben.« »Lehrer haben wir keine«, sagte Chuck mit Bedauern. »Was weißt du aktuell über Medizin?« Eliana überlegte kurz. »Etwas Kräuterkunde, Naturheilung und dass man manchmal die Seele mit Liebe heilen muss, bevor der Körper gesund werden kann.« »Also könnte man sagen, du hast Ambitionen, Gutes zu tun?« fragte Chuck langsam. »Ja«, gab Eliana zurück, »das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Ich überlege gerade.« »Aber ja, das könnten wir machen«, sagte Chuck. »Ich nehme diese Informationen mal mit und schaue, was sich machen lässt.« Er sah Eliana fest in die Augen. »Du wirst viel Brauchbares lernen, Mädchen. Nutze es.« Eliana nickte. Noch war es ihr völlig ungewiss, was nun auf sie zukommen würde, aber Chuck hatte ihr erfolgreich vermittelt, dass er kein Menschenfresser war, und so konnte sie sich sichtlich entspannen. Es sollte nicht lange dauern, bis die Ereignisse wieder an Fahrt aufnahmen. Eliana hatte sich am Buffet ihr Abendessen zusammengestellt und an einem der Tische in der Kantine Platz genommen, als sie eine Frauenstimme vernahm. »Helvi«, sagte sie, »darf ich?« Eliana sah von ihrem Teller auf. Eine junge Frau, vielleicht etwa 20 Jahre alt, nahm ihr gegenüber Platz. Ihr Gesicht war hübsch und ebenmäßig, ihre schulterlangen strohblonden Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. »Hallo«, sagte Eliana, »ich bin Eliana. Ich bin neu hier.« »Ich weiß«, sagte Helvi und zeigte ein frisches Lächeln. »Wir werden uns in der nächsten Zeit öfter sehen, und ich dachte, ich lerne dich mal kennen.« »Angenehm«, sagte Eliana. »Ich bin hier noch ganz allein und freue mich, ein wenig Beschäftigung zu haben.« »Die wirst du bekommen«, versprach Helvi. »Da du noch keine 15 bist, darf ich dich leider nur 4 Stunden am Tag und auch nur unter der Woche mit auf meine Schichten nehmen, aber wir werden eine gute Zeit miteinander haben.« »Was machst du für eine Arbeit?«, fragte Eliana. »Pflege«, sagte Helvi. »Ich bin praktisch eine Schnittstelle zwischen Arzt und Patient, und ich helfe, wo ich gebraucht werde.« »Das hört sich nach einer wichtigen Aufgabe an«, meinte Eliana. »Es ist eine wichtige Aufgabe. Übrigens«, Helvi kaute auf einer Gabel voll Kartoffelsalat und schluckte dann, »nächste Woche kommt dein Wissenschip. Hast du sowas schon einmal gehabt oder hast du einen aktiven?« »Weder noch«, antwortete Eliana. »Das ist gut«, meinte Helvi. »Dann brauchen wir uns um Kompatibilitätsprobleme keine Gedanken machen.« »Ein jungfräuliches Gehirn also«, lächelte sie. »Brauche ich denn so etwas?«, fragte Eliana. »Für diese Arbeit ist er nicht vorgeschrieben, aber er erleichtert vieles,
und erspart dir die halbjährlichen Nachschulungen, wenn die Updates kommen. Die werden dann automatisch aufgespielt, während du schläfst. Dann wachst du morgens auf und weißt Bescheid. Hört sich gut an, Eliana nickte, aber auch ein bisschen unheimlich. Ach was, winkte Helvi ab. Du wirst es nicht mehr missen wollen. Wir sind alle gechippt und manche sogar mehrfach und keiner hat Probleme damit. Nur lauter Freude. Natürlich bin ich sehr gespannt darauf, was ich alles lernen werde, aber kann ich danach noch Lehrerin werden? Du kannst alles werden, sagte Helvi. Du bist ein freier Mensch. Ich bin als Auftragsklon hierher gekommen, sagte Eliana nun. Demnach bin ich Eigentum der Klinik. Davon weiß ich nichts, erwiderte Helvi. Wenn du als solcher eingetragen wärest, wüsste ich das, meinte sie dann. Eliana wusste in diesem Augenblick nicht, wie ihr geschah. Dass damals der kleine Auftragsklon gestorben war, das hatte ihr jetzt ihre Freiheit gesichert und vielleicht sogar. Sie wagte nicht, sich auszudenken, was sonst noch hätte passieren können. So begleitete Eliana Helvi bei der Arbeit und lernte zunehmend mit anzupacken. Helvi zeigte ihr, wie man mit den Leuten sprach, wie man ihnen aus dem Bett oder aus dem Rollstuhl half, ohne sie oder sich selbst dabei zu verletzen, wie man Wunden versorgte, wie man verschiedene Messungen vornahm und vieles mehr. »Du machst deine Sache gut«, meinte Helvi zu Eliana in einer Kaffeepause. »Wie ist es mit dem Chip?« »Alles bestens«, berichtete Eliana. »Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, aber ich spüre nichts und die Haare wachsen auch schon nach.« »Ja, das mit den Narben hat man heute gut im Griff«, bemerkte Helvi. Und dann wurde sie plötzlich ernst. »Eliana«, sagte sie, »ich arbeite gern mit dir. Willst du nicht bleiben?« »Ein paar Jahre bestimmt«, antwortete Eliana, »aber mein Lebensziel ist ein anderes.« Helvi nickte. »Mit 15 bist du bedingt erwachsen. Das wird schon bald sein. Dann darfst du voll arbeiten, wenn du möchtest, aber verpflichtet dazu bist du erst mit 18. Bleib doch noch, solange du Teilzeit arbeiten kannst und nutze die Zeit, um dich auf deine Berufung vorzubereiten.« Eliana nickte langsam. Das klang eigentlich nach einer guten Idee. Menschen anzuleiten, das lernst du hier Tag für Tag. Wenn sie krank sind, sind sie alle Kinder. Eliana lachte. Da war wirklich etwas dran. »Ich denke darüber nach«, sagte sie. »Feierst du nächste Woche mit mir meinen 14. Geburtstag?« »Na klar«, antwortete Helvi. »Es ist mir eine Ehre. Soll ich Freunde mitbringen?« »Wenn sie Eintritt zahlen«, scherzte Eliana. Helvi gab ihr einen freundschaftlichen Stups. »Du planst doch nicht etwa, auf Theb auszuwandern?«, fragte Helvi belustigt. Tiergarten B ist einer der nächsten Exoplaneten und einige Magnate finanzieren ein selbsterhaltendes Raumschiff, das dort eine neue menschliche Zivilisation gründen sollte. Wenn alles gut geht, sind die etwa 350.000 Jahre unterwegs. Alles unter strenger Disziplin, meinte Eliana. Sonst kommt das Ding aus dem biologischen Gleichgewicht und ankommen werden dann nur noch 120 Skelette, wenn überhaupt. Dann sollten wir auch gleich einen Trupp Archäologen hinterher schicken, lachte Helvi. Sie nahm ein knöchernes Modellskelett vom Tisch und schüttelte es ein wenig, so dass Arme und Beine schlackerten. »Hey«, sagte sie, »den kannte ich doch. War das nicht?« Sie machte einen Gesichtsausdruck, in dem Eliana einen der Ärzte wiedererkannte. »Psst«, sagte sie, »lass dich bloß nicht erwischen, dass du mit seinen Knochen spielst.« »Na denn«, sagte Helvi lachend, »wir müssen weitermachen. In einer Stunde ist Essensausgabe, da müssen wir fertig sein.« »Schaffen wir«, sagte Eliana. »Klar«, sagte Helvi. Damit sind wir für heute am Ende des Kapitels angelangt, aber die Reise geht nächste Woche weiter und dazu seid ihr alle herzlich eingeladen. Ich freue mich, euch alle dann wieder zu sehen, wenn wir in das nächste Kapitel einsteigen. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns. Ciao.